Der französische Uhrmacher sagt Seconde Mort, der Engländer sagt Deadbeat Seconds und im Deutschen sagt man tote Sekunde. Sie alle meinen die Art, mit der sich der Sekundenzeiger springend fortbewegt, statt wie üblich bei einer mechanischen Uhr gleichmäßig in vielen Teilschritten übers Zifferblatt zu laufen. Diese Komplikation, wenn man es überhaupt so nennen kann, sieht man wirklich selten. Zum Beispiel jedoch bei der Classica Lunaris von Erwin Sattler, die nebenbei auch noch eine Mondphasenanzeige zu bieten hat. Wir hatten im April diesen Jahres schon eine andere Armbanduhr aus der Klassikerreihe von Erwin Sattler vorgestellt. Die Classica Medium hat sich vor allem durch die Nähe an den Großuhren der Manufaktur aus Gräfelfing bei München ausgezeichnet. Denn das Zifferblatt orientiert sich stark am Design der typischen Pendeluhren der Marke. Dasselbe gilt natürlich auch für die Classica Lunaris, die wohl am ehesten mit der Secunda Sonata vergleichbar ist. Um noch näher am Original zu sein, hat Erwin Sattler bei diesem Modell eine tote oder springende Sekunde verbaut. Diese entspricht nämlich eher der Ästhetik einer Pendeluhr. Mit einem Durchmesser von 44 mm und einer Höhe von 15,3 mm lässt sie sich im Vergleich zur Wanduhr jedoch auch mobil tragen. Vorausgesetzt, das Handgelenk ist nicht allzu schmal. Absolutes Highlight der Classica Lunaris ist die bereits angesprochene springende Sekunde, deren Umsetzung besonders interessant ist. Denn das verbaute Kaliber ES07 basiert auf dem berühmten Chronographenwerk ETA 7750, hat aber gar keine Stoppfunktion mehr. Erwin Sattler modifiziert das Werk also besonders weitreichend. Um zu verstehen, warum die Uhrenmanufaktur sich für ein Chronographenwerk mit Datumsanzeige als Basis entschieden hat, obwohl die Uhr beide Funktionen nicht hat, haben wir beim Entwicklungschef der Marke, Jürgen Koder, nachgefragt. Er erklärt uns, dass das 7750 vom Aufbau her ein robustes, großes und gut aufziehendes Uhrwerk ist, das mit dem Durchmesser von 30 mm das relativ große Gehäuse der Uhr ausfüllt. Außerdem bietet es standardmäßig bereits die kleine Sekunde auf der 12, was hilfreich war, um die Uhr nah am Vorbild, also der Präzisionspendeluhr Secunda Sonata aus der Großuhrenmanufaktur der Marke zu gestalten. Um das Basiswerk zum Erwin Sattler Kaliber ES07 umzuwandeln, wird zuallererst die gesamte Chronographengruppe entfernt. Es wird also nur die Basis verwendet. Durch die Entfernung der Komponenten für die Stoppfunktion entsteht genug Platz, um die Zusatzmechanismen für die springende Sekunde und Mondphasenanzeige unterzubringen. Beide sind Entwicklungen von Richard Habring, der übrigens zusammen mit seiner Frau Maria Christina Habring unter dem Markennamen Habring hoch 2 in Österreich eine Uhrenmanufaktur betreibt. Der verbaute Mechanismus für die springende Sekunde ist extrem aufwendig und kompliziert. Neben der Zeichnung, die uns Erwin Sattler zur Verfügung gestellt hat, gibt es dazu noch weiterführende Infos in der originalen Patentschrift von 2008, die wir in der Beschreibung verlinken. An einer Erklärung versuche ich mich natürlich trotzdem. Das Sekundenrad ist wie bei einer mechanischen Uhr üblich unter Last durch das Federhaus, welches in der Zeichnung nicht zu sehen ist. Diese anliegende Kraft der Feder sorgt dafür, dass sich das Sekundenrad drehen möchte. Es wird allerdings von der Hemmung bestehend aus Unruh-Anker und Ankerrad insofern gebremst, dass es genau eine Umdrehung pro Minute vollführt. Beim 7750 ist diese Umdrehung in 480 Einzelschritte pro Minute geteilt, also 8 kleine Schritte pro Sekunde, bzw. den bekannten 28.800 Amplituden pro Stunde. Und um die 8 Teilschritte pro Sekunde, die man als gleitende Bewegung des Sekundenzeigers wahrnimmt, auf nur einen Tick pro Sekunde zu reduzieren, verwendet das ES07 eine interessante Kombination aus Sternrad, Rastfeder und einem sogenannten Kipptrieb. Letzterer, auch Schwingritzel genannt, ist Uhrmachern als Teil der Kupplung in einem Chronographenwerk bekannt. Dieser zylinderförmige Trieb greift beim ES07 mit seiner Verzahnung permanent in das Sekundenrad ein, welches ihn rotieren lässt. Und da das angeschlossene Zahnrad, welches mit dem Sternrad fest verbunden ist, durch die Rastfeder blockiert ist, bleibt dem Kipptrieb nichts anderes übrig, als am oberen Zahnrad entlang zu laufen. Dabei kippt der Kipptrieb, darum heißt er so, leicht und bewegt die Sperrklinke der Rastfeder, in der er gelagert ist, nach 7 Halbschwingungen der Unruh so weit weg, dass das Sternrad frei ist. Daraufhin kann das freigegebene Sternrad bei der 8. Halbschwingung einen Zahn weiterrutschen, während der Kipptrieb sich durch die aufgebaute Federlast wieder aufrichtet.
Daraufhin blockiert die Rastfeder das Rad von neuem. Das angeschlossene Sekundenanzeigerad und letztendlich auch der Sekundenzeiger bewegen sich dabei um genau einen Tick weiter, wodurch der Eindruck einer springenden oder toten Sekunde entsteht. Tot wird die Sekunde übrigens nur genannt, weil sie sich zwischen ihren sekündlichen Ticks nicht bewegt, also tot ist. Ich habe versucht, das Ticken der Uhr aufzunehmen, was ja ganz besonders ist durch die 7 leisen Teilschritte und dann dem großen Tick. Leider ist das nicht wirklich was geworden, aber wir haben es quasi nachsimuliert und das hört ihr jetzt im Hintergrund. Ziemlich ähnlich hört es sich tatsächlich auch in echt an. Bei der verbauten Mondphase handelt es sich um eine klassische Konstruktion, die von einer Mondzykluslänge von 29,5 Tagen ausgeht. Da die Anzeigescheibe mit dem Mond jedoch tatsächlich handbemalt ist, ist die Scheibe viel dünner ausgeführt als bei anderen Uhren mit entsprechender Anzeige. Ansonsten würde sich nämlich die aufgetragene Farbschicht abkratzen, die natürlich etwas dicker ist als ein einfacher Aufdruck. Die Mondphasenanzeige lässt sich durch einen Korrekturdrücker auf der Kronenseite schnell verstellen. Ein passender Korrekturstift, der übrigens aus Nussbaumholz handgedrechselt wird, gibt es beim Kauf der Uhr dazu. Die Zeiger der Classica Lunaris werden nach Spezifikation von Erwin Sattler hergestellt und entsprechen im Design natürlich dem Aussehen der Zeiger, die auch bei den Großuhren der Manufaktur zum Einsatz kommen. Sie sind nicht etwa lackiert, sondern natürlich thermisch gebläut und werden für einen besseren Effekt auch bombiert. Um die Ablesbarkeit zu verbessern, ist der Minutenzeiger dann auch noch an der Spitze stark zur umliegenden Eisenbahnminuterie hingebogen. Die Erwin Sattler Classica Lunaris bietet mit der springenden Sekunde wirklich eine besondere Komplikation. Mit 10.800 € am Lederband mit Doppelfaltschließe hat sie jedoch auch ihren Preis. Und während einige die genaue sekündliche Anzeige besonders schön finden, kritisieren andere, dass die Uhr dadurch wirkt wie eine Uhr mit Quarzantrieb. Ich jedenfalls finde es extrem spannend, wie die Technik dahinter funktioniert. Was meint ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.